Hallo, wie ihr einen Wickelanschlag mit der KH 970 und dem KG 95 stricken könnt, habe ich euch bereits in einem ersten Teil gezeigt. Und nun zeige ich euch, wie es weitergeht, das heißt, wie ihr stricken könnt und wie ihr auch ein Muster stricken könnt. Das Muster suche ich mir aus dem Stitch World Pattern Book 3 aus, und zwar ganz hinten ist für den KG die Mustersammlung abgebildet. Nun programmieren wir das Muster ein, und zwar wählen wir als erstes das Feld mit dem Pfeil, dem Blatt und dem Pulli. Dann den Pfeil und das Blatt. Dann wählen wir den KG-Schlitten aus. In diesem Fall wählen wir das Flächenmuster aus. Und nun geben wir unsere Musternummer aus dem Buch ein. Und nun wieder bestätigen. Hier ist die Musterposition für den Rapport abgebildet. Das bestätigen wir. Hier sehen wir das Muster, das bestätigen wir auch nochmal. Und wir gehen zurück in unser Hauptprogramm mit dem Pullover. Nun nehmen wir noch die Einstellung am KG-Schlitten vor. Der KG-Schlitten steht auf der linken Seite. Schalter 1 und 2 werden nach links geschoben und Schalter 3 nach rechts oder nach links, wie er dann gerade starten soll mit dem Stricken. Dann geben wir noch die Reihenzahl ein, die der KG-Schlitten stricken soll. Damit der KG-Schlitten auch das Muster strickt, schieben wir den KG-Schlitten einmal zurück über die Wendemarkierung und dann wieder an das Strickstück heran. Wir hängen den Anschlagskamm ein und die Gewichte. Hier setzen wir noch die Schnellwendenocken ein. Ohne Umschaltnocken läuft der KG-Schlitten ab der ersten Nadel in Ruhestellung 26 Nadeln weiter, ohne zu stricken, und wendet dann. Ich habe die Nocken mit rechts und links gekennzeichnet. Je weiter die Nocke nach innen versetzt wird, umso eher wendet der KG-Schlitten. Ihr könnt einfach ausprobieren, wie weit ihr die Nocken nach innen versetzen wollt. Die spitze Seite der Nocke muss immer zur Außenseite und die senkrechte Seite zur Mitte des Strickbettes zeigen. Die senkrechte Seite der Nocke simuliert die Position der ersten Nadel in Ruhestellung. Das heißt, je weiter die Nocke zurückversetzt wird, umso eher wendet der KG-Schlitten. Das funktioniert bei allen Mustern. Es kann allerdings sein, dass der Musterrapport nicht ganz gestrickt wird auf der Seite. Die Schnellwendenocken werden ganz nach hinten geschoben. Nun ist alles vorbereitet, der CB1 ist angeschaltet und wir drücken den grünen Startknopf.
Hier könnt ihr das Ergebnis sehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal für weitere Technikvideos oder Strick- und Häkelvideos. Bis bald. Tschüss.